Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder mit durch die Woche. Wir haben ja aktuell hier in Berlin Herbstferien. Die Kids sind zu Hause. Das heißt, wir müssen den Alltag so gestalten, dass die Kinder gut beschäftigt sind. Sonst ist sehr langweilig und dann ist hier Quatsch vorprogrammiert. Wir haben mitbekommen, dass wir ja das Zimmer der Mädels jetzt endlich in Angriff nehmen. Jetzt ist deren Zimmer dran. Wir sind ja damals, als wir hier eingezogen sind, sehr, sehr hektisch mit viel Stress und wir mussten schnell aus der alten Wohnung raus, hier rein, hatten nicht wirklich Zeit, so jede Räume zu gestalten oder so zu planen, wie wir uns die vorstellen. Man musste einfach schnell gehen, Laminat rein, Wände streichen, Möbel rein und das war's. Und ja, jetzt im Nachhinein, meistens ist es aber auch so, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man dann halt erst dann drinnen lebt in den Räumen, dann denkt man sich so, ach, wenn das so wäre und so wäre, das wäre viel schöner. Und das Zimmer der Mädels ist erstens ein bisschen sehr kühl geraten, es ist nicht so bequem, da fehlt so ein bisschen was drin. Und auch das mit dem Kleiderschrank ist ja so super unpraktisch. Dass wir ja schon den neuen Kleiderschrank geholt haben, den bauen wir gemeinsam auf. Und dann freue ich mich schon, die neuen Dinge für die Mädels zu shoppen für das Zimmer. Und ich freue mich so drauf und bin super gespannt, wie das dann werden wird. Auf jeden Fall, ja, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Igral. Bei Igral bekommt ihr bei jedem Online-Einkauf Geld zurück. Und wer freut sich nicht darüber, beim Shoppen Geld zurückzubekommen? Das zeige ich euch mal gleich, denn ich muss jetzt was bestellen für die Mädels. Dann zeige ich euch, wie das funktioniert und wie ihr eben Cashback zurückbekommt. Vom 18.10. bis zum 21.10. finden die Igral Days statt. Dort könnt ihr 4 Tage lang zusätzlich Cashback-Erhöhungen bekommen und super Gutscheincodes und so weiter. Das finde ich immer toll, wenn man die Möglichkeit hat zu sparen. Und das Ganze zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Und bestelle jetzt was fürs Kinderzimmer. So, hier haben wir jetzt die Igral-Seite. Die ist übrigens komplett kostenlos. Also das ist kein Abo, gar nichts. Ihr meldet euch einfach an und bekommt sogar mit dem Link, den ich euch in die Infobox setze, ganze 10 Euro Startguthaben statt 5 Euro. Und bei 20 Euro könnt ihr euch das Guthaben auszahlen lassen. Igral arbeitet mit über 1800 verschiedenen Shops zusammen und überall gibt es Gutscheine und eben die Möglichkeit, Cashback zu bekommen. Die Partnershops zahlen für jeden Einkauf, der über Igral getätigt wird, eine Provision an Igral. Igral gibt bis zu 90% dieser Provision an die User weiter und finanziert sich so. Jetzt, ich habe hier zum Beispiel meine Lieblingsshops schon mal markiert. Und zwar gehen wir jetzt zu Otto. Ich habe nämlich schon gesehen, bei Otto gibt es nämlich richtig gut Cashback und ich hatte nämlich dort einen Teppich gefunden. Jetzt gehen wir mal zum Shop. Also was ich euch vorher zeigen wollte, war aber noch... Moment, ja, gleich gehen wir zu Otto. Ich wollte euch noch zeigen, ihr könnt euch direkt hier den Cashback-Melder zulegen. Dann könnt ihr ganz normal, wird euch bei jedem Shop nämlich angezeigt, ob der Cashback hat oder nicht. Also das ist ja auch ganz praktisch. Wenn ihr euch den zulegt, dann müsst ihr nicht über Igral rein, sondern könnt beim Shoppen wird euch dann automatisch angezeigt, ob es dort Cashback gibt oder nicht. So, und jetzt gehen wir zu Otto Cashback. Okay. So, das war Teppich. Das war der hier. 4 Meter Länge. Und wo sind die Farben? Hier. In Gelb. Dann tun wir den mal in den Warenkorb. Und zum Warenkorb. So. Jetzt schauen wir mal, ob sich was am Kontostand geändert hat. Und ja, ich habe jetzt die 13,36 vorgemerkt. Und ab 20 Euro kann ich mir das Ganze auszahlen lassen. Gucken wir nochmal. Das Ganze geht natürlich auch über die Igral-App. Hier ist mein Kontostand, meine Lieblingsshops. Also auch hier könnt ihr direkt übers Handy, über die App shoppen. Das funktioniert auch ganz super. Hallo, wir sind jetzt in unserem Garten. Wir werden jetzt mit dem Bagger hier ein bisschen aufräumen. Hier sieht man ja schon der Bagger. Da ist Malgusa drin.
Wir müssen jetzt ein bisschen sauber machen. Und ja. So. Jetzt steigen wir in den Bagger. Was geht? Wir sind auf Baustil, wir machen Bauarbeiten. Zeig mal hier den Garten, wo wir sauber machen müssen. Also hier müssen wir jetzt das alles direkt machen. Mit dem Bagger. Den haben wir schon Führerschein gemacht. Bagger auf Ding hier. Ausbildung. Ja. Was machen wir jetzt? Baum ist kaputt. Jetzt kommt die legendäre Schlange und... Das ist jetzt ein Nahangriff, ein Nahkampf gegen den Baum. Papa. Oh! Boah, hat den Bau ausgerissen. Oh! Baum zerstört. Nochmal. Ausschlag. Nee, das macht keinen Sinn. Das Problem, wenn wir noch eine vierte nehmen, dann würden keine langen Rappen mehr. Nee. Dann rechts eine andere Schublade hier, was vorhin erwähnt wurde. Nein, das wird zu kompliziert. Die haben ja noch die 2 Malkommoden. Ich muss ja die Sachen dann nochmal... Egal, aber... ich muss das dann nochmal alles umräumen, die Sachen. Dann hätte jeder eine Schublade zum Beispiel... Ja, aber das können sie in den Malkommoden machen. Extra nochmal. Nee, deswegen, hier macht es keinen Sinn. Naja. Das ist so kompliziert, was du vorhast. Das sind 4 Mädels, die müssen sich den Schrank teilen. Ja, okay. Und zwei Malmkommoden haben wir schon. Genau, ich denke eigentlich, dass das ganz gut ist so. Ja. Ja, ich finde, es sieht auch besser aus. Ja. Weil das ja so für die ganzen Socken und so Unterwäsche. Ich glaube, kann man die auch hier hinmachen? Diese Körbe? Ja, dann würde ich da auch zum Beispiel diese Körbe hin tun. Oder? Kleinere Körbe, oder? Ja. Hier gibt es auch kleiner, ja? Genau, ja. Was willst du da haben? Jetzt drei extra noch, ja? So. Ja. Oder? Ja. Weil das ja dann, haben wir geredet, ist ja doof, dass man da unten nicht rankommt. Ja, das finde ich gut so. Wenn man da ein viertes machen würde, zum Beispiel, dass jeder so einen kleinen Korb hat? Ja, das macht doch keinen Sinn, jeder seinen Korb. Warum denn nicht?
Was sollen die denn? Die haben doch nicht, dass sie sich ihre Socken, Dings, die teilen sich doch alles. Muss ja nicht unbedingt Socken sein, vielleicht machen wir was anderes an dem Auto. Nein, nein, das ist für Klamotten. Okay, Ja, so. das war meine Idee. So, das ist jetzt, siehst du, ohne Türen, 284, ne, das war doch ganz gut. Okay. So, ich würde ja am liebsten gleich ganz viel Deko und alles holen, aber nee, wir machen jetzt erstmal das Wichtigste. Ist Kleiderschrank. Fokussiere mal auf meine Gesichtkamera. Danke. Genau, Kleiderschrank, damit wir erstmal, wie gesagt, einfacher haben, den anderen Kleiderschrank abzureißen. Und dann komme ich dann in Ruhe, ohne Mann. Macht mehr Spaß. Und besorge dann ganz viel Deko. Ich muss ja dann eh noch mal gucken, was für Kommoden ich dann noch besorge. 2 Stück und dann noch den Schreibtisch und so. Das machen wir dann ein andermal. Jetzt erstmal Kleiderschrank erledigt. Wo ist meine Liste? So, jetzt heißt das alles zusammen. Oh ja, ist doch egal. Jetzt erstmal alles zusammensuchen von der Liste. Und, oh, Schokolade. Nicht hungrig zu Ikea gehen. Nein, Finger weg. Nein, keine Schokolade. Und noch die Liste hier. Nein, Liste hier. Nein, nicht nehmen. Angebot. Oh, 3 Stück, 6 Euro. Nimm 9 Stück. Oh Gott, der Gott, warte. Naja, okay, jetzt müssen wir erstmal alles aus den Regalen raussuchen. Das ist immer der größte Spaß, ne? Da freust du dich mal am meisten drauf, Dimme. Hol mal auch diese ohne nichts. Ich mag nicht Daim. Die normale. Von das 3. Kann man die überhaupt essen? Ist da was drin? Ich muss mal lesen erstmal. Nicht, dass da irgendwas... Molkeerzeugnis, Aroma, Milchpulver, Sojalecithin, okay. Kann man essen. Nehmen wir 3 von denen und 3 von Daim. Ich mag nicht Daim. Reicht. Oh, ich komme mit zu dir. Oh. Ja, toll. Nicht gute Idee? Sind wir zu breit? Ja, passt doch. Genau auf die Kamera. So, ich zeige euch mal, wie das Zimmer der Mädels aktuell so aussieht, bevor wir waren nicht da. Und jetzt hat mein Mann schon angefangen, hier den Korpus, beziehungsweise schon den Schrank, das Paket aufzumachen. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Schon auszupacken, genau, das wollte ich sagen, ne? Also. Huhu. Hallo Esmalinchen. Machen wir da im Flur das Licht an. So, das ist das Ungeheuer von Schrank, was halt einfach unpraktisch ist. Der war ja schon hier drinne. Das sieht so ein bisschen nach Selbstkonstruktion aus. Auf jeden Fall, diese Türen und so, die gehen nicht richtig zu. Was auch total eklig ist, ist, dass hier muss man immer Staub absaugen. Fokussiere mal auf meinen Staubfinger. Kamera. Kannst du auf meinen Staubfinger fokussieren? Da ist er. Guck doch mal. Da ist der Staubfinger. Hier ist er. Finde den Staubfinger. Fokussier. Will er nicht. Staub. Dreck. Egal. Auf jeden Fall. Hier nur solche Spanplatten, die schon hier, da war noch eine, kaputt gegangen sind. Einfach sehr, sehr unpraktisch. Es ist hier, passt kaum was rein, weil einfach hier ja die Dachschräge sind. Das heißt, so normalerweise bräuchten die jetzt größere Kleiderbügel und die passen hier nicht wirklich so rein.
sehr, sehr unpraktisch. Ja, das ist halt so das Problem. Hier haben wir ja die Ecke und hier hatten wir ja den Schreibtisch von Medium hingestellt. Haben wir ja extra gemacht. Also Medium hat ja einen anderen und die Mädels wollten den unbedingt und die finden das auch ganz gut da in der Ecke. Weil ich habe halt auch gemerkt, die Mädels wollen sich natürlich verteilen. Wir haben ja da im Flur ja schon einen Schreibtisch hingestellt. Da haben wir ja schon ein bisschen was gemacht, dass die halt nicht alle zum Beispiel an einem Tisch sitzen. Und ich werde noch einen auf jeden Fall hier rein tun, aber wir werden sehen. Diese Dinger kommen weg. Die hatte auch mein Mann von der Wohnungsauflösung mitgebracht. Diese Büroschubladenschränke, die sind aber auch unpraktisch. Die gehen sehr schwer auf und zu. Deswegen kommen die dann weg. Das kommt weg und dann kommt hier der Kleiderschrank. Das ist dann auch ganz praktisch, weil er dann diese hässliche Rückwand, normalerweise hätte ich die dann jetzt angesprüht in weiß, aber die wird dann automatisch abgedeckt mit dem Kleiderschrank. Wir hatten ja ausgemessen, also dreitürig haben wir ja eben geholt, habt ihr ja gesehen. Und somit kann das Bett dann da unter die Dachschräge, genauso wie das Bett ja unter der Dachschräge ist. Die Couch mögt ihr auch nicht? Benutzt sie nicht so viel? Meinten die anderen? Das hier mit der Couch, deswegen dachte ich auch, das wäre dann schön, wenn dann eben die Betten parallel sind und dann ich hier nochmal irgendwie eine Kommode, ich meine, ich habe ja hier da diese 2 Malmkommoden ja geholt gehabt und einen Schreibtisch, muss ich dann mal gucken, dass sie dann hier auch nochmal eine Kommode haben, wo sie dann auch nochmal, also eben, ne, so was sie jetzt hier reingequetscht haben, was halt nicht so viel reinpasst, deren Papierkrams und so, Bücherregal haben die ja im Flur, also ein Bücherregal brauchen sie ja nicht, weil das haben sie ja hier, genau, hier sind ja deren ganzen Bücher. Hier sind ja teilweise eben Klamotten, weil sie da nicht mehr reinpassen. Und hier haben sie den einen Schreibtisch. Und dann habe ich mir gedacht, wenn dann so die Betten so gegenüber sind, die sind ja übrigens ausziehbar, wer es nicht mitbekommen hat, dass ich mir dann dachte, wie so ein Raumtrenner, einen Schreibtisch so lang in den Raum zu stellen, vielleicht so ein bisschen längeren, wo dann rechts und links, also von beiden Seiten, 2 zum Beispiel sitzen können, gegenüber arbeiten. Fände ich ganz schön. Also so vom Raum her. Denke ich ganz gut. Hier diese kaputten Schrott-Jalousien kommen auch weg. Da muss man hat auf jeden Fall in der Garage noch die Holzjalousien, die ich auch in der Küche ran gemacht habe. Die würde ich gerne hier ran machen und dann diese Gardinen weg. Und dann Holzjalousien und dann, also wie gesagt, den ganzen Raum einfach auch ein bisschen wärmer gestalten, weil ich finde das auch alles zu kalt hier. Deswegen haben wir ja auch den mit den Holzfronten geholt. Dann würde ich eventuell eben diesen gleichen Schreibtisch holen mit der Holzoberfläche. Vielleicht eben in länger oder breiter oder wie auch immer, müsste ich nochmal gucken. Ja, und dann werden wir sehen. Dann mache ich nochmal so einen Vorherschwenker und dann werden wir sehen. Ne? Dann noch einen anderen Tag, dann gucke ich eben noch, was für Kommoden ich dann besorge. Deko und so weiter. Und ich muss dann auch gucken, ne? Wie gesagt, erst bauen wir den Schrank hier auf. Dann machen wir das Bett so lange irgendwie hier hin oder so. Provisorisch. Und dann, wenn nämlich der Schrank schön steht, dann kann ich die Sachen direkt aussortieren und in den Schrank reintun. Und dann können wir in Ruhe den abreißen. Und dann müssen wir schauen, das müssen wir wahrscheinlich tapezieren. Aber das Gute ist, wir haben die Original, also das ist auch die Tapete, die dran war, als sie eingezogen sind. Die haben wir einfach nur gestrichen. Wir haben sie nicht abgemacht. Und die Tapete ist auch noch im Keller vorhanden. Das ist ganz gut, weil wahrscheinlich müssen wir eben dahinter dann tapezieren. Und dann schauen wir noch, dass wir ein bisschen streichen, weil es schon hier und da auch ein bisschen schon dreckig geworden ist an den Wänden. Also schauen wir mal. Und auch hier kann ich denen auch dann diese, was ich für die Jungs geholt habe, zeige ich euch dann, wenn es montiert ist, so was man an die Wand dann montiert, diesen Würfel, was sie dann als Nachttisch nutzen können. Weil es sieht schon so ein bisschen, man kann keinen Nachttisch hinstellen, wenn man das Bett ja eben auszieht. Ja, was mir noch eine Followerin über Instagram geschickt hatte, die hat ja wirklich, die hat so eine Zeichnung von dem Raum erstellt. Da hat sie so hier ein Bett gemacht und hier ein Bett. Also so 2 Betten hier, so in den Raum rein. Hier, also auch so hier ein Bett und dann den Schreibtisch so auch so, eben so lang. Und dann trotzdem ja eben, weil hier noch Platz für die Kommode. Das sah eigentlich ganz cool aus, aber ich meine, die Betten haben wir jetzt noch nicht so lange. Das wäre jetzt mir zu viel, wenn ich jetzt das entsorge und dann 4 Betten nochmal kaufen muss oder so. Oder beziehungsweise, keine Ahnung, 2 Betten. Aber egal, deswegen, ich würde es halt so lassen. Aber ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Freust dich auch drauf? Ja?
Dann ist es ein bisschen anders hier. Ja, freust du dich dann, dass dein Bett dann da unter der Ecke ist als hier? Ja. Ja? Findest du dann besser? Ja. Dann seid ihr gegenüber, aber das ist dann cool, wenn halt hier nochmal so dieser Schreibtisch ist, dann habt ihr so ein bisschen wie so einen Raumtrenner, ne? Upsi. Ja, also ich habe gerade die Wand gemessen. Ich dachte schon, oh nein, passt jetzt etwa der Kleiderschrank von der Höhe nicht rein? Aber doch, das passt. Die Höhe ist 2,40 und der Schrank ist ja 1,29, aber wenn man den jetzt hochhebt, also wir haben ihn ja auf dem Boden aufgebaut, jetzt kriegen wir den aber nicht hochgestellt. Was sollen wir jetzt machen? Seitlich? Naja, wir versuchen es jetzt mal. Ich glaube, mal gucken. Irgendwie müssen wir es hinkriegen. Ah, okay, das war jetzt unser Fehler. Den Schrank hier ist eigentlich gezeigt. Wir haben nämlich 2,40 Höhe und hier ist, man braucht 2,44, wenn man den Schrank so aufstellen will. Das heißt, wir hätten das eben so aufbauen müssen. Anders. Und jetzt das schwerste Problem, die Rückwand jetzt hier wieder abzumachen. Das ist jetzt Struggle. Schon teilweise kaputt gemacht. Ah, das ist immer das Problem. Den ganzen Schrank abbauen, kannst du sagen. Ja, also das ist jetzt das Schwerste hier, diese ganzen Schrank. Nägel wieder rauszuholen. Die ist schon abgebrochen. Ja. Da ist das halt. Also, macht nicht den gleichen Fehler wie Familie Themis. Macht es wie Ikea es sagte. Denkt an die Deckenhöhe. Müssen komplett alles nochmal abbauen und dann haben wir es eben, wie es hier gesagt, nochmal neu aufgebaut. Ja, denn wie man sieht, da ist sehr wenig an Deckenhöhe. So, wie man sieht eben knapp unter der Decke, was ja ganz gut ist, weil wir jetzt eben die Wand so nutzen, aber beim Aufbau eben Struggle. So, jetzt fehlt noch, das ist jetzt der 1 Meter Korpus, jetzt kommt jetzt hier daneben noch der 50er hin. Und dann das Innenleben und so weiter. Schranktüren und dann bin ich mal gespannt. So, das Bett stelle ich mal jetzt in der Zwischenzeit hier rüber auf die Seite. Und dann schauen wir mal weiter. Cool, Miriam, was machst du da gerade? Das kenne ich ja gar nicht. Glaspainting. Glaspainting? Von wo hast du das Glas? Von einem Bilderrahmen. Von einem Bilderrahmen. Weiß ja nicht, Gidi. Ich hoffe, es ist kein Bilderrahmen von mir gewesen. Nein. Ah, okay. Und was machst du da? Hast du da Spezialstifte für oder was wird das? Nö, das ist einfach Stift und das Acrylfarbe. Aha, und was machst du jetzt? Einfach das Nachzeichnen? Nachzeichnen und danach mit Acrylfarbe ausmalen. Ah, wo hast du das gesehen? Das sieht man überall. Echt? Ja. Hm. Ey, wo haust du ab? Komm her! Du musst mitmachen. Nicht nur die beiden. Fleißig am Zimmer putzen. So wie es sich gehört. Zeig mal her. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Macht Spaß? Ja. Ah, hier ist übrigens das Schränkchen zeigen, was wir jetzt hier ranmontiert haben. So, ja, so sieht das aus. Entschuldigung, voll auf deinen Fuß getreten. So sieht das aus, passend zur Wandfarbe. Ja, sieht cool aus, ne? Und hat dich gestört beim Schlafen, deine Füße? Nö, ne? War ja noch genug Platz. Wenn man auszieht nämlich, ist trotzdem noch also viel Platz da. Deswegen, ja, ist ganz gut. Bist du jetzt froh, dass du jetzt auch so ein Nachttischchen hast? Ja. Ja? Deine Sachen zum Ablegen. Ja, ist sehr gut. Okay, also, was habt ihr? Habt ihr jetzt was? Fenster geputzt? Staubsaugboden ist fertig? Ja. Jetzt nur noch auf den Schränken und auf den Regalen, ja? Ja. Okay. So, wie immer ziehen sich immer Dinge so lang wie ein Kaugummi. Das Innenleben vom Schrank ist noch nicht aufgebaut. Ich hoffe, wir schaffen das heute. Wir müssen mal langsam anfangen, die Sachen auszuräumen, sortieren, den neuen Schrank. Aber ich zeige euch mal die Tapete, die ich fürs Zimmer bestellt habe. Habt ihr die schon gesehen? Nein. Ich finde die so mega.
Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, die Farben. Die ist halt so, das ist halt so ein cooles Gelb. So, die ist halt so ein bisschen so antikmäßig oder wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob eine Rolle reicht, aber das kam ja ganz schnell. Innerhalb 2-3 Tagen habe ich über Amazon bestellt. Von daher, wenn das das ist jetzt ungefähr 5,3 Quadratmeter, wenn es nicht reicht, dann nochmal bestelle ich noch eine Rolle. Aber cool ist halt, da ist ein bisschen rosa und grün. Also das ganze Zimmer soll einfach wärmer werden mit einfach mehr Holzelementen, mehr Grün, so Pflanzen und so. Ich meine, wir müssen so ein bisschen eher auf die Kunstpflanzen zurückgreifen, da unsere Katzen ja gern an den Pflanzen knabbern. Deswegen muss ich hier mal gucken, die ich im Wohnzimmer habe und so, da kommen die nicht ran. Das ist immer ganz gut. Aber ja, ich muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Von daher, ja, will ich jetzt, dass es weitergeht, weil ich will sehen, wie die Tapete dann auf der Wand aussieht. Ne? Ja. Und dann, genau, müssen wir dann einen Tag noch eben shoppen und noch die anderen noch mal gucken, was für ein Schreibtisch, was für Kommoden, Schränkchen. Aber wie gesagt, erstmal will ich diesen Einbauschrank da weg haben und tapezieren, streichen und dann kann ich besser noch mal planen, wie wir uns das Zimmer so vorstellen. Aber genau, Farbkonzept ist auf jeden Fall das hier. Es wird mal was anderes, ne? Ja. Da freue ich mich drauf. Man sah andere Räume. Die Mädels dann auch. Ja, Anja, bist du dann auch so öfters in unserem Zimmer? Immer wenn ein Zimmer schön ist, so bei Medium, da sitze ich auch immer gern. So gerade so, wenn ich so filmen will, dann finde ich ja immer schön, wenn der Hintergrund schön ist und ruhig ist und so weiter. Von daher, ja. Wahrscheinlich werdet ihr dann später auch mal öfters diesen Hintergrund dann in den Videos sehen. Aber los geht's. Also, das ist der aktuelle Stand. Ihr seht, wie knapp das mit der Decke war, ne? Der Schrank steht, die Griffe fehlen noch und das Innenleben ist noch nicht fertig, aber so sieht das schon mal aus. Und was ich mir eben komplett anders überlegt habe, jetzt seit ich die letzten Aufnahmen gemacht habe, und zwar kommt hier eben hier und hier diese Tapete, die ich euch gerade gezeigt habe. Der Rest wird weiß gestrichen. Dieser Schreibtisch kommt da weg. Ich habe nämlich was ganz anderes. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, dass ich ein Bett hier hin mache und ein Bett hier, dass es gegenüber ist, bla bla bla. Nein, ich habe ganz was anderes. Und zwar habe ich nämlich ausgemessen, dass es komplett passt, dass beide Betten auf der Seite sein werden. Also hier Kopfteil so lang. Hier das Kopfteil auch so lang und dann ist in der Mitte ungefähr noch so 80 cm Platz. Da kommt dann noch eine Kommode mit einem Nachttischlämpchen oder so, also mit einer Lampe nochmal, wo die dann halt in ihrem Bett lesen können. Und es ist auch genau richtig noch Platz, dass wenn die es ausziehen, dass es hier mit der Ecke hinkommt. Perfekt. Dann mache ich den auch diese Nachtschränkchen ran, die dann hängen ohne Beine, damit das Bett eben ausgezogen werden kann. Ne, also das wird dann halt eher komplett dieser Schlafbereich, diese Ecke und dann mit diesem gelben Teppich passenden, der ja 4 Meter lang ist, vor die Betten mit der Tapete. Ich stelle mir das so schön gemütlich vor, weil ihr seht ja, es ist alles so, ich finde das alles so kühl und ich finde mit diesem Gelb und dann mit dem Holz und mit ganz viel grünen Pflanzen und Deko wird das einfach so gemütlich. Also ich stelle mir das so schön vor, dieses Makeover. Das heißt, ne, das wird hier dieser Schlafbereich. Der Schrank steht dann eben hier. Die Ecke ist dann, wie gesagt, braucht man den Platz, um das Bett auszuziehen. Und das wird dann der komplette Arbeitsbereich. Das heißt, hier kommt so ein Doppelschreibtisch hin mit den passenden, wie heißen diese, eben Schreibtischschränken. Und dann habe ich hier rechts und links eben auch noch mal Platz, eben zu gucken, was für Kommoden oder Schränke, was ich hier komplett hier für ein System mache, damit die da ihr ganze Papierkram, ihre Heftchen, ihr ganzes Schulzeug und so weiter verstauen können. Da muss ich halt noch überlegen, wie ich dann diese ganze eben Ecke sozusagen als Arbeitsecke mache. Und dann, das Highlight wird eben diese Mitte des Raums, die ist ja dann sozusagen frei. Und ich habe mir überlegt, hier kommt dann ein runder Teppich hin, mit 2 irgendwie so Sessel oder Schaukelstühle, irgendwie sowas, aber auf jeden Fall so mit Holz und Rattern oder sowas in der Art. In der Mitte eben so eine kleine Lesesitzecke. Ne? Also statt, dass ich da jetzt irgendwie so eine Couch vors Fenster stelle, eher sowas mittig im Raum, 2 Stühle, irgendwie Sessel, sowas ähnliches. Und sogar wie praktisch, dass wir diesen gelben Tisch haben. Guck mal.
Das ist echt mega, ne? Also das zum Konzept passt es auf jeden Fall, dass wir diesen Tisch von Ikea noch haben. Leider gibt es den nicht mehr in der Farbe, den gibt es ja in verschiedenen Farben. Unten habe ich den ja in einem dunkelgrün und der wird dann auf jeden Fall in der Mitte. Genau, und da kommt dann aber ein runder beiger Teppich. Dann machen wir hier Holzjalousien an die Fenster, die ich ja auch in der Küche habe. Das wird auch nochmal diese Wärme dann wieder geben. Und dafür dann beigefarbene Schals, also keine Gardine mehr. Die haben nämlich hier so ein Rollo, was kaputt ist. Also ich kann halt hier nicht abdunkeln. Und gegenüber ist halt ein Block, da muss ich halt immer aufpassen. Abends muss ich da halt, wie gesagt, abdunkeln. Deswegen kommen da die Holzjalousien. Und an den Seiten eben beige Gardinenschals. Also ich stelle mir das und dann vielleicht rechts und links eben noch so eine Palmpflanzen, irgendwelche, ne? Sowas, was sie hier auch haben. Solche Sachen irgendwie. Also, das ist der Plan, den ich aktuell in den letzten Tagen so entwickelt habe. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon hält, aber das ist so der aktuelle Stand, wie ich mir dann das Zimmer vorstelle. Falls ihr andere Ideen habt, dann natürlich gerne her damit. Aber ja, ich freue mich, wenn wir endlich diesen Schrank einräumen und den hier abbauen. Dann, wie gesagt, muss die Tapete hier einmal runter und dann ein bisschen streichen, tapezieren. Ich hoffe, wir kriegen das schnellstmöglich hin, denn ich will dieses Vorher-Nachher haben. So, meine Lieben, das war's mit dem Video für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch das Video nächste Woche nicht verpasst. Ich hoffe, dass nächste Woche sich viel, viel mehr tut im Zimmer der Mädels. Ich werde da jetzt meinem Mann ein bisschen Druck machen. Genau, diese Woche ist ein bisschen chaotisch gewesen, weil wir auch noch so viele Termine hatten und so und neuen Steuerberater und so weiter. Glaubt mir, so Selbstständigkeit ist echt nicht einfach. Damit muss man erstmal klarkommen. Auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für die Zusammenarbeit mit iGraal. Schaut auf jeden Fall in die Infobox, da habe ich euch nochmal iGraal verlinkt, denn ab morgen sind ja nochmal 4 Tage die iGraal Days, wo ihr nochmal zusätzlich Cashback-Erhöhungen bekommt. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen dann eben ab morgen bestellen, weil das ist so mega, dass man dann einfach mal ein bisschen Geld zurückbekommt. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye.